Herzlich willkommen bei deiner Yoga-Einheit. Ich bin Jana. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Schaff dir ein bisschen Platz zu Hause in deinem Wohnzimmer. Roll deine Matte aus. Setz dich hin und es geht los. Sorg dafür, dass du ganz bequem und aufrecht sitzen kannst. Sortier die Beine, wie du es möchtest. Richte den Oberkörper auf. Die Schultern sind nach hinten unten gerollt. Deine Hände landen im Schoß, auf den Oberschenkeln, auf den Knien. Wenn du magst, schließe Daumen und Zeigefinger. Auch deine Arme. Und dann spür erstmal. Orientiere dich im Raum. Komme an auf deiner Matte. Komme langsam zu. Gönn dir diese Zeit. Das hier ist nur für dich. Und wenn du dann langsam ganz bei dir angekommen bist, dann spür mal für einen Moment, wie du dich fühlst, wie es dir geht und wie sich alles anfühlt. Und dann konzentriere dich auf deinen Atem. Lade den Atem ein. Lass den Einatmen tief durch die Nase in den Bauch eindringen und schick dann den Ausatmen aus dem Bauch durch die Nase wieder raus. Einatmen schiebt sich deine Bauchdecke nach vorne und zieht sich ausatmen wieder zurück. Genieße deine tiefe Bauchatmung und dass du mit jedem Ausatmen noch ein bisschen mehr loslassen kannst, bis du ganz bei dir bist. Mit deinem nächsten tiefen Einatmen löst du die Hände von den Beinen und bringst sie in einem weiten Kreis hoch zur Decke. Schließe mit dem Ausatmen deine Hände. Einatmen, bring sie runter bis vor dein Herz. Und mit dem Ausatmen lehn dich aus der Hüfte nach vorne, mit der Nase Richtung hoch. Richte dich einatmen, bereit für die Stunde auf. Verschränke mit dem Ausatmen deine Finger und schieb die Handflächen nach vorne durch, bis die Arme lang sind. Einatmen, schieb die Handflächen bis in die Decke, die Arme an die Ohren und lass ausatmen deine Schultern sinken. Atme weiter, während du dich richtig schön lang streckst. Spüre die Streckung in deiner Oberkörpervorderseite. Vielleicht nimmst du die Nase Richtung Decke, gehst in eine kleine Rückbeuge. Und aus dieser wunderbaren Streckung heraus entsteht eine Rotation. Löse mit dem nächsten Einatmen die Finger voneinander und dreh dich ausatmend nach rechts rüber. Beide Hände senken ab und du rotierst so weit wie du magst. Mit dem nächsten Einatmen drehst du dich über vorne, ziehst wieder beide Arme an die Ohren. Ausatmen drüber nach links. Die rechte Hand landet auf dem linken Oberschenkel. Mit jedem Einatmen streckst du dich wieder in die Länge und drehst mit dem Ausatmen ganz weit. Folge deinem Atemfluss. Genieß den Platz in deinen Bandscheiben.
Geh in die Weite hinein. Gönn dir einen letzten Seitenwechsel. Mit dem nächsten Einatmen ziehst du dich wieder nach oben raus, aber löst ausatmend die Hände auf. Es geht weiter im Vierfüßlerstand. Also stell deine Hände unter deine Schultern, die Knie unter deine Beckenknochen und wenn du gut auf allen Vieren stehst, dann atmest du tief ein und schiebst dich ausatmend in einen ganz runden Katzenbuckel. Mit dem nächsten Einatmen tauchst du richtig schön weit nach vorne auf, Richtung Hohlkreuz für die Kuh. Mit jedem Ausatmen versuch das Kinn zum Brustbein zu bringen. Und mit dem Einatmen die Nase nach vorne raus. Wie weit können Hüfte und Schultern vor und zurück gehen? Spür mal. Geh noch einmal in beide Extreme hinein, so weit wie du gerade willst. Lande in einem langen, geraden Rücken. Schlag hinten deine Zehenspitzen auf den Boden um. Die Füße stehen ebenfalls hüftweit. Und dann fängst du an, deine Knie anzuheben, drückst mit den Händen den Boden weg und schiebst in aller Ruhe das Gesäß bis hinein in die Decke und die Fersen ganz tief Richtung Boden. Der herabschauende Mund. Drück mit den Händen die Matte weg, dass die Arme und die Wirbelsäule lang werden. Und die Fersen drückst du so tief, wie du nur kannst, um die Beinrückseiten zu strecken. Gönn dir ein paar Schritte auf der Stelle, dafür bleiben Zehen und Ballen stehen und du beugst einfach ein Knie nach dem anderen an und ziehst es ganz lässig Richtung Brustkorb. Der Oberschenkel nähert sich dabei deiner Bauchdecke. Mach es gerne in deinem Atemfluss. Einatmend und ausatmend. Kannst du deine Beine dabei noch ein bisschen länger machen? Spür mal. Nimm mal den letzten Schritt und dann schieb noch einmal bewusst beide Fersen ganz weit runter. Nimm einen tiefen Einatmen und mit dem Ausatmen fängst du langsam an, nach vorne zu laufen. Die Füße zwischen deine Hände. Die Knie sind gebeugt. Der Bauch liegt auf den Oberschenkeln, der Kopf hängt. Greife gerne nach deinen Ellbogen und häng dich mit ganz schwerem Oberkörper einmal aus. Genieß die Dehnung in den Schultern, die Streckung im Nacken. Setz deine Fingerspitzen vorne auf den Boden auf und strecke deine Arme und dadurch auch den Rücken ganz lang durch. Setz die Hände in deine Hüfte und richte dich in aller Ruhe mit geradem Rücken lang nach oben auf. Wenn du oben stehst, dann Hüft- bis schulterweit, dass du ganz fest geerdet bist. Verschränke mal deine Finger und schieb die Handflächen einen großen Bogen raus zur Decke. Den Blick kannst du gerne ebenfalls zum Himmel nehmen und wenn du mutig bist, hebst du auch noch deine Fersen an. Spür mal rein, wie lang kannst du dich machen. Und dann stell dir mal vor, du würdest versuchen, mit deinen Handballen eine Leiter hochzuklettern. Schieb den rechten Handballen hoch, dann den linken und wieder den rechten. Und immer abwechselnd. Steige immer weiter nach oben. Spür diese kleinen Seitballen, die Streckung. Versuch noch ein bisschen höher zu kommen auf der Treppe. Nimm die letzten beiden Stufen. Und wenn du ganz oben angekommen bist, dann lässt du wieder alles los. Weiter geht's in der Bergposition. Stell dich an den vorderen Lattenrand. Deine Füße sind geschlossen, hüftweit, wie du es gerade magst. Hauptsache du stehst ganz fest.
Die Beine sind ganz lang. Auch der Bauch ist ganz fest. Zieh den Bauchnabel rein. Dann roll deine Schultern nach oben, hinten und unten und richte die Nase nach vorne aus. Schließ deine Augen, wenn dir danach ist, und lass den Atem strömen. Um die Erwärmung zu vervollständigen, liegen vor dir 4 Runden Sonnengrüße. Die Arme fallen ab. Bringen sie in einen weiten Bogen über die Seite bis hoch zurück und falte dann die Hände vor deinem Herzen. Spann das Gesäß an, streck die Arme zur Decke, nimm die Nase hinterher und versuch dich an einer kleinen Rückbeuge, so weit wie gerade möglich. Beuge dann deine Knie an, zieh den Bauch ganz fest und mit den Armen über die Seite tauchst du langsam runter, legst den Bauch wieder auf die Oberschenkel und lässt den Kopf hängen. Steig von hier aus mit deinem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten. Lande sehr gerne auf dem Knie, komm vorne auf deine Fingerspitzen und drück dich mit ihnen vom Boden weg, bis die Nase auftaucht. Spür die Länge deiner rechten Hüfte. Stell beide Hände fest, streck das rechte und auch das linke Bein und schon stehst du im Stütz, in der Brettposition. Da sind alle Muskeln ganz fest, vom Hinterkopf bis in die Fersen. Als allererstes landen dann deine Knie. Du beugst die Ellbogen eng am Brustkorb nach hinten an, die Brust zwischen die Hände, die Stirn läuft davor. Du tauchst auf, zieh nach vorne am Kopf, hinten an den Füßen und die Schultern weg von den Ohren. Wie Babykobra. Mach es gerne ohne Gesäßspannung und ohne Druck deiner Hände. Spür mal deine Rückenmuskeln. Drück dann wieder in die Hände, schlag die Zehen um und schieb dich über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund, das Gesäß hoch und die Fersen tief. Beug deine Beine an und schwing deinen rechten Fuß vorn Richtung der Hände. Das linke Knie landet und wenn der Fuß es nicht alleine kann, greifst du einfach nochmal nach und tauchst auch hier wieder schön weit auf. Um wieder tauchen zu können, hol deinen linken Fuß mit nach vorne. Leg dich wieder auf die Beine, lass den Kopf los. Erst streckst du die Arme und den Rücken und dann gehen die Arme über die Seite. Nimm einen tiefen Einatmen bis zur Decke und mit dem Ausatmen stehst du wieder ganz fest. Nochmal. Atme über die Seite ein und zur Mitte hin aus. Einatmen, spann das Gesäß, komm in die Rückbeuge. Ausatmen mit geradem Rücken über die Seite, Vorbeuge. Der linke Fuß schwebt einatmend nach hinten, streck dich bis in die Nasenspitze. Mach dich dann ganz fest am Brett, aktiviere alle Muskeln. Ausatmen, Knie, enge Ellbogen, Brust, Stirn. Einatmen, durchtauchen, die Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, kraftvoll nach oben rausschieben. Der linke Fuß nach vorne. Zack, atme tief ein. Ausatmen, lass vorne alles los, tauch ab. Und dann über die Seite, komm, geh ganz weit. Und steh fest, das war die Hälfte. Geh weit in dein Herzzentrum. Lass ganz viel Länge entstehen. Und dann ist alles andere völlig unwichtig. Rechts schwebt zurück. Genieß die Streckung. Kommst du ohne deine Knie nach unten, mit engen Ellbogen, versuch's mal. Alles landet auf einmal und vorne tauchst du wieder sanft auf, spüre deinen Rücken. Schieb dich kraftvoll mit Händen, Armen und Schultern. Rechts schwebt nach vorne. Genieß die Länge. Und dann lass los. Komm über die Seite, atme tief ein und atme aus, deine letzte Runde. Einatmen, zur Mitte hinaus. Einatmen, streck dich. Ausatmen, loslassen. Links tief einatmen. Streck dich. Knie oder nicht, um ausatmen runterzukommen.
Einatmend, sanft, aber weit. Ausatmen, kraftvoll. Links, tief ein. Atme aus, lass dich nochmal hängen. Und dann über die Seite. Zur Mitte. Stehen. Es geht weiter mit der Kraft im Stehen. Du lässt deinen linken Fuß, wo er ist, und steigst einfach mit deinem rechten Fuß einen großzügigen Schritt über die Matte rüber. Ganz weit geöffnet, ganz zur Seite gedreht. Spann deine Arme auf. Entspann die Schulter. Nimm den Blick nach vorne über deine linke Hand. Und um mit Krieger 2 anzukommen, musst du nur noch dein Knie vorne anbeugen. Sinke in beide Füße. Sinke ganz tief in deiner Hüfte. Entspannte Schulter. Weite Arme. Der Blick ist fokussiert auf der linken Hand. Und Krieger 2 steht ganz fest geerdet. Spür die Kraft in deinen Füßen, in deinen Beinen. Es geht weiter in den stolzen Krieger. Dafür legst du hinten die rechte Hand auf den Oberschenkel. Drehst vorne die linke Handfläche, sodass du reingucken kannst. Und ziehst den Arm in einem riesigen Bogen einmal über den Kopf. Hinten rutscht die rechte Hand am Bein runter. Und du guckst einfach mal, wie weit du kommen kannst heute. Kannst du immer noch in die Hand blicken oder lieber nicht? Bist du bis auf die Wade gerutscht oder bleibst du lieber weiter unten? Dein linkes Knie da vorne, das bleibt im Gesicht über dem Sprunggelenk. Stützt du dich hier hinten auf mit der Hand oder probierst du heute etwas mehr aus und legst die Hand in den unteren Rücken? Zieh deine linke Seite rund und weit, wie du nur kannst. Atme. Als nächstes folgt das Dreieck. Dafür musst du erstmal alles lang machen. Streck dein linkes Bein. Nimm die Arme weit und dann zieh dich mit der linken Hand voran. Tauche mit der linken Hand runter aufs Bein und zieh den rechten Arm zur Decke raus. Im Dreieck hast du freie Wahl, wo du hinlegst. Unten, vorne, zur Decke. Vielleicht bist du auf dem Oberschenkel aufgestützt. Vielleicht kommst du runter bis aufs Schienbein. Aber sei ganz weit. Spür die Öffnung. Genieße. Auch hier stützt du dich unten auf oder bist du so mutig loszulassen und ganz frei aus deiner Mitte herauszuhalten. Probier's aus. Wir kombinieren direkt mit den Gleichgewichtsübungen. Probier's mal. Stütze deine linke Hand wieder auf dein Bein auf. Beug das Bein an. Und dann hol den rechten Fuß ein bisschen näher. Mit mehreren Schritten oder wenn du magst, mit einem kleinen Hüpfer. Und dann probier mal aus, ob du es schaffst, hinten das rechte Bein anzuheben. Wenn du merkst, heute geht das nicht, dann bleib weiter unten. Wenn du kannst, heb das Bein an. Lass es los. Spann die Arme weit auf. Heb dein rechtes Bein so weit wie du kannst an. Und wenn du ein bisschen schaukelst, dann ist das so. Und wenn dir das zu kipperlich ist, stützt du dich einfach ganz schnell wieder auf. Bleib mit dem Blick am Boden. Lass es zu, wenn es etwas wackelt. In Krieger 3 dreh dich mal hinein. Langsam drehst du dich Richtung Boden. Nimmst die Arme weit mit. Irgendwann stehen die Schultern und die Hüfte parallel zur Matte. Beuge gerne dein Standbein an und spüre die Kraft. Oh, es ist ein bisschen kippelig. Nimm die Herausforderung an. Wenn du soweit bist,
Richte dich langsam wieder nach oben auf. Setze einatmen den rechten Fuß auf und lass ausatmen die Arme los. Genieße eine kurze Pause. Du bleibst, wo du bist. Die andere Seite, die geht ganz genauso. Und damit du mich wieder sehen kannst, habe ich einmal die Seite getauscht. Dein linkes Bein ist dran. Mach einen großen Schritt mit deinem linken Fuß, genau wie ihn. Weit. Spann die Arme auf. Fixiere deine rechte Hand und beug langsam das Knie an. Denn Krieger 2 hat angefangen. Wie weit kommst du? Das Knie über dem Sprunggelenk, der Unterschenkel ist senkrecht. Reicht dir das? Wenn nicht, mach den Schritt größer. Du kannst so weit gehen, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Musst du aber nicht. Lass den Blick fokussiert, die Arme weit. Auch dieser Krieger will sich ganz stolz zeigen. Leg hinten die linke Hand ab. Dreh die rechte Handfläche, sodass du reingucken kannst. Und dann zieh mal bis zur Sonne hoch. Wenn dir das zu weit ist, dann mach es nicht. Aber wenn du kannst, rutsche bis auf die Wade runter. Spann deine rechte Seite von der Hüfte bis zur Fingerspitze. Atme. Bleib tief stehen. Zieh den Bauch etwas fester. Bist du heute mutig? Leg die Hand in den unteren Rücken und halte. Mit Kraft und Kontrolle geht's ins Dreieck hinein. Streck das rechte Bein. Zieh dich mit langen Armen. Tauche mit der rechten Hand runter. Mit der linken Hand ziehst du zur Decke. Und vielleicht blickst du ja sogar zur Decke. Atme. Wenn es zu viel wird, bleib etwas weiter unten. Du entscheidest. Bist du unten aufgestützt? Oder auch hier? Trau dich. Lass mal dein Bein los. Und spüre deine Bauchmuskeln. Da sind sie. Bleib ganz fest, ganz lang und ganz weit. Genieße deine Kraft. Bereit zu fliegen. Beug vorne das Bein an. Stütz dich auf mit der Hand und lass den linken Fuß näher kommen. Mit mehreren oder mit einem Schritt. Und dann fließe mal langsam nach vorne. Traust du dir es zu, das Bein loszulassen? Und hinten anzuheben. Und wenn dir das zu kippelig ist, bleibst du weiter unten. Wenn du dich traust, heb das Bein etwas höher. Und wenn du drohst umzufallen, schnell den Fuß wieder aufsetzen, gar kein Problem. Aber versuch's mal. Wie weit kannst du dich aufspannen? Bereit, um in Krieger 3 anzukommen? Lehn dich in die Kurve hinein, langsam. Ganz langsam drehst du dich Richtung Boden ein, bis die Schulter und die Hüfte parallel zum Boden stehen. Spann deine Arme auf. Genieß die Kraft. Mit deinem nächsten Einatmen richtest du dich nach oben auf, stehst auf beiden Füßen und atmest aus. Nach all dieser Kraft kommt eine wohlverdiente Pause. Du stehst in der Bergposition am vorderen Mattenrand und nutzt den Anfang der Sonnengröße, um runterzukommen. Die Arme zuerst. Bring sie einatmend weit über die Seite hoch und falte ausatmend die Hände in deinem Herzzentrum. Einatmen, spann dich in diese weite Rückbeuge.
Ausatmen, tauche über die Seite, langsam, langsam. Irgendwann bist du unten angekommen und lässt nochmal alles andere hinter dir. Deine Knie sind ganz tief gebeugt, damit du deine Hände auf den Boden stellen kannst. Um nach hinten ins Brett zu kommen, kannst du jetzt ein paar kleine Schritte machen. Wenn du dich traust, springst du nach hinten ins Brett. Ausprobieren. Bist du soweit? Mit oder ohne Knie? Wir wollen runter. Nimm die Knie oder geht es ohne? Enge Ellbogen, wenn du unten angekommen bist. Mach deine Beine hinten ganz lang. Leg vorne die Hände übereinander, die Stirn oben drauf und lass los. Sorg dafür, dass du ganz viel Platz hast. Vielleicht möchtest du hinten die Beine länger machen. Vielleicht rutschen die Ellbogen noch mehr zu den Seiten. Schließ gerne deine Augen. Möchtest du ein bisschen schaukeln? Schaukel mit deinem Gesäß von Seite zu Seite. Lockere den ganzen Rücken auf. Schaukel es einfach alles raus. Weiter geht es mit der Kraft deiner Körperrückseite. Der Vogel ist heute dran. Dafür streckst du deine Arme lang nach hinten neben deinen Körper. Mach die Arme und auch deine Beine ganz lang. Und dann versuch mal alles, was du hast, vom Boden anzuheben. Die Arme ziehen lang nach hinten zu den Füßen. Du spannst das Gesäß fest an. Versuchst voll den Brustkorb anzuheben und hinten deine Beine. Unteratmen. Wie immer gilt in dieser Übung, alle wollen vom Boden hoch. Außer den Blick lässt du schön unten. Das Kinn sanft eingezogen und der Nacken ist super lang gestreckt. Wenn du merkst, heute ist nicht dein Tag, sei ein bisschen weiter unten mit weniger Kraft. Wenn du möchtest, zieh noch ein bisschen höher und fordere dich heraus. Kannst du die Arme etwas weiter auf Schulterhöhe zu den Seiten halten. Es ist noch anstrengender für die Schultern zu halten. 3 Atemzüge noch in dieser Runde. Wenn du nicht mehr kannst, dann lass deinen Vogel landen. Du kannst, zieh nochmal ab. Noch ein bisschen höher. Atme nochmal ganz tief ein. Und mit dem Ausatmen landest du. Entweder sind die Arme hinten, du legst den Kopf so auf, oder du baust dir wieder ein Händekissen und legst die Stirn drauf. Breite dich auf den Boden aus. Schaukelst du ein bisschen? Runde 2 von 3, wenn du möchtest. Nochmal. Die Arme hinten. Die Beine lang. Dann zieh mal hoch. Mach alles fest. Aktiviere sämtliche Muskeln deiner Körperrückseite, um die Vorderseite vom Boden zu heben. Geht das mit den Armen etwas weiter vorne? Geht das sogar ganz vorne? Kannst du die Arme bis an die Ohren ziehen und trotzdem den Brustkorb weit vom Boden anheben? Wenn du merkst, es geht nicht, nimm etwas anderes. Spür mal rein. Wo kannst du die Arme halten und wie hoch kannst du deine Beine ziehen? 3 Atemzüge noch. Halte, was möglich ist. Atme weiter. Nimm noch einen ganz tiefen Einatmen und lande mit dem Ausatmen. So bequem, wie es gerade geht. Leg wieder den Kopf auf die Hände. Lass dich ganz in den Boden hineinfallen. Wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, das reicht an Kraft, dann bleib liegen. Ansonsten
Schnapp dir noch die dritte und letzte Runde. Bist du soweit? Die ist kürzer. Du kannst direkt vorne anfangen. Zieh Arme und Beine in die Länge und zieh dich hoch. Wenn du sagst, lieber nicht, du willst etwas weniger, nimm die Arme wieder nach hinten, alles kein Problem. Aber wenn du kannst, lass die Arme vorne an den Ohren. Und wenn du dich richtig herausfordern möchtest, nimm noch kleine hackende Bewegungen mit den Handkanten und den Fußrücken dazu. Lange Arme, lange Beine, auf und ab, auf und ab. Wenn du merkst, es geht nicht, vielleicht geht es nur mit den Beinen. Oder du hältst fest, wo du sein möchtest, das sind die letzten 3 Atemzüge. Schnapp sie dir, wo auch immer du gerade möchtest. Kannst du das Gesäß noch fester machen, den Oberschenkel, den Brustkorb noch höher annehmen. Endspurt! Nimm noch einen ganz tiefen Einatmen und mit dem Ausatmen lande zum letzten Mal. Wenn du möchtest, gönn dir wieder dieses kleine Schaukeln. Lass dich fallen. Atme. Und von dieser Pause geht es direkt in die nächste hinein. Stütze deine Hände neben deinen Brustkorb auf und schieb dich über den Vierfüßlerstand nach hinten in die Kindsposition. Leg gern den Kopf auf die Hände. Kugel dich klitzeklein. Lass die Schultern nach unten sinken. Lass den Kopf los. Spüre deine frisch gekräftigten Rückenmuskeln. Ganz langsam rollst du dich nach oben, indem du deine Hände bei deinen Knien aufstützt und dich mit hängendem Kopf und jedem Wirbel einzeln langsam zum Fersensitz aufrollst. Die Schultern landen hinten unten und der Kopf sitzt ganz oben drauf. Schwing deine Füße nach vorne aus, über eine Seite rüber. Setz dich aufrecht hin. Die Füße etwas von dir entfernt, greifst du in deine Kniekehlen hinein. Ziehst deine Schulterblätter zusammen, öffnest den Brustkorb weit und steigst ein. Kippe ein Stückchen nach hinten, bis du schweben kannst, auf dem Gesäß sitzend. Wenn du merkst, ist ein bisschen zu viel gerade, setz einfach die Fersen wieder auf. Geht da ein bisschen mehr, dann heb die Unterschenkel parallel zum Boden an. Und wenn du dich traust, streck die Beine aus. Und alle Möglichkeiten gehen mit und ohne Hände. Probier es aus. Was hättest du gern? Spüre deine geraden Bauchmuskeln, spüre eine feste Mitte. Reicht das noch nicht? Senk die Beine tiefer und auf den Oberkörper. Worum geht es? Je größer der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper, umso anstrengender ist es, das zu halten. Gerne wieder mit Hilfe deiner Hände, wenn du es brauchst. Ansonsten fordere dich heraus, spann dich weit auf. Denk daran, du machst es für dich, für eine feste Mitte. Den Rücken hast du schon gekräftigt, jetzt ist der Bauch dran und gemeinsam besorgen sie eine kraftvolle Mitte. Denk immer an den Schutz deiner Wirbelsäule und nimm noch 3 Atemzüge, egal wo du gerade bist. Weiteratmen. Genieß die Kraft. Noch ein ganz tiefer Einatmen und mit dem Ausatmen bist du fertig. Leg dich locker auf deine Oberschenkel ab. Lass dich ausziehen, lass den Kopf los. Atme tief in deinen Bauch hinein. Lass ihn an die Oberschenkel stupsen. Genieß diese kleine Massage der frisch gekräftigten Bauchmuskeln. Richte dich langsam nach oben auf. Weiter geht's, ganz ohne Kraft. Komm in eine weite Grätsche hinein. Öffne deine Füße so weit wie du kannst. Um deine Beine noch ein bisschen länger zu machen, zieh gerne nochmal an beiden Gesäßhälften. Zieh sie nach hinten raus
Und flexe auch noch nach vorne deine Füße. Zieh die Zehen zu dir und schieb die Fersen weg. Wenn du ganz aufrecht sitzt, dann geht es weiter. Verankere deine rechte Hand innen am Bein. Dreh dich mit deinem linken Arm ganz weit in die Länge ein. Und mit dem Ausatmen zieh dich einmal über Kopf in eine Seitenbeuge. Beide Gesäßhälften fest auf der Matte. Wirst du ganz rund und haust ganz weit. Du entscheidest, wo du hinblickst. Wie weit kannst du dein Herz zur Decke öffnen? Wie lang kannst du deine linke Seite machen? Schieb noch einen Atemzug durch deine lange linke Flanke. Nutze den nächsten Einatmen, um dich aufzurichten und tausche ausatmen die Seite. Verankere dich wieder innen am Bein mit der linken Hand. Folge mit dem Blick der rechten Hand einatmend und gebe ausatmend in die Seitenbeuge rüber. Wenn du merkst, das Becken hebt vom Boden an, bring die Beckenknochen wieder runter und löse. Wie weit magst du dich zur Decke drehen? Vertraue doch der Schwerkraft. Lass sie für dich arbeiten. Schicke noch einen extra tiefen Atemzug durch deine runde Seite. Spüre es bis in die Hüfte hinein. Mit dem nächsten Einatmen ziehst du dich wieder nach oben und senkst ausatmend den Arm ab. Endspurt in der Rückenlage. Schließ wieder deine Beine. Entscheide dich für eine Seite. Roll dich ab. Griff in den Kniekehlen, rollst du Wirbel für Wirbel einmal bequem runter. Wenn du da bist, dann reibe deine Arme weit neben dir aus. Verankere die Schultern und die Hände. Die Füße stehen locker. Und dann fängst du an zu rotieren. Während deine Knie nach rechts rüberdrehen, geht die Nase nach links. Einatmend rotierst du über die Decke und landest ausatmend auf der jeweils anderen Seite. Immer wieder einatmend über die Decke und ausatmend noch ein wenig tiefer fallen lassen. Genieße es, wie du dich ganz der Schwerkraft hingeben kannst. Vielleicht werden auch deine Augenlider immer schwerer. Spür die kleine Massage in der Hüfte. Spür die weite Rotation in der Wirbelsäule. Wenn du das nächste Mal in der Decke vorbeikommst, bleibe dort. Leg nochmal den Rücken ganz bequem, ganz lang. Öffne deine Füße ein bisschen weiter und lehne deine Knie aneinander. Oder, wenn du es lieber möchtest, streck deine Beine auf den Boden aus. Lass die Füße nach außen fallen. Nimm einen ganz tiefen Einatmen und mit dem Ausatmen fällt der ganze Körper. Vertraue dich ganz dem Boden an. Wiederhole im Geiste für dich. Ich bin voller Energie und Kraft. Es geht mir gut. Und dann spüre mal diese Energie.
lass diese Energie gemeinsam mit deiner Atmung durch deinen Körper fließen. Frische, neue Energie gelangt bis in deine Finger- und Zehenspitzen und verursacht dort erste, winzige Bewegungen, die sich ausbreiten zu einem Kreisen deiner Gelenke. Dreh auch den Kopf gerne nochmal von Seite zu Seite. Und dann verpasst dir richtig viel Länge. Zieh die Arme an die Ohren, von den Fingern bis in die Zehenspitzen. Reck und streck dich. Hol dir all den Raum, den du gerade brauchst. Mach dich dann nochmal richtig klar. Rutsch mit den Füßen heran, schnapp dir deine Knie und kreise mit den Knien an der Decke. Von der einen zur anderen Seite. Nutz das Gewicht deiner Beine, um den ganzen Rücken zu massieren. Schaukel dich dann ganz langsam auf deine Lieblingsseite rüber. Leg den Kopf auf die Hände, zieh die Knie bis ran an den Brustkorb und lass dich noch einmal ganz schwer fallen. Lass die Augen sanft geschlossen, während du vorsichtig die obere Hand vor dir aufstützt und dich in aller Ruhe zum Sitzen aufrichtest. Sortiere nochmal deine Beine. Leg die Hände oben drauf. Gönn dir einen ganz tiefen Einatmen, zieh die Schultern an die Ohren und kreise sie ausatmend nach hinten runter. Einatmen, treffen sich die Hände noch einmal in deinem Herzzentrum. Und ausatmen, verneigst du dich vor allem, was du dir gerade gegönnt hast. Richte dich einatmend super stolz wieder nach oben auf. Öffne ausatmend blinzelnd deine Augen. Ich hoffe, du konntest es genießen. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Bleib fit und gesund. Wir sehen uns bald wieder.